Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zur ersten von 2 Folgen rund um meinen Ausflug zum Hesse-Flat. Was ist der Hesse-Flat? Warum mache ich da mit? Und was muss ich alles dafür vorbereiten? Diese und weitere Fragen werde ich euch in den kommenden Minuten beantworten. Bevor ich jedoch jetzt mit der Vorbereitung der Honda beginne, fange ich mal ganz von vorne an. Was ist eigentlich Flatrack? Flatrack ist eine Motorsportdisziplin, die ihre Wurzeln in den staubigen Ovalen Amerikas hat. Grundsätzlich fährt man mit einem Motorrad auf speziell präparierten flachen Rennstrecken, meist einem Oval, gegen den Uhrzeigersinn. Typischerweise wird mit dem Fuß auf dem Boden stabilisiert und das Motorrad so ins Rutschen gebracht, um präzise Kurven zu manövrieren. Dabei ist die Mischung aus Geschwindigkeit und Geschicklichkeit essentiell. Warum mache ich da nun mit? Ganz einfach, weil ich gefragt wurde. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je besser fand ich die Idee. Einerseits ist dieses Flatrack-Oval in sehr geringer Entfernung zu meinem Wohnort, andererseits bietet diese Sportart extrem viel Freiheiten für mich als Schrauber. Es gibt zwar ein paar Klasseneinteilungen, aber bei dem Bau kann man sonst eigentlich alles machen. Man kann zum Beispiel den Rahmen zersägen und den Lenkkopfwinkel ändern oder einfach eine eigene Schwinge bauen. Die wichtigsten Regeln bei der Teilnahme sind aber, dass man einen Killswitch hat, eine Flosse hinten an der Kette und dass die vordere Bremse abmontiert ist. Da meine Nennung sehr spontan war und auch noch nach Nennschluss, blieb mir nicht wirklich viel Zeit. Ich hatte ungefähr einen Tag Zeit, um mein Motorrad vorzubereiten. Ich habe mich hier für die Honda entschieden, weil alle meine anderen Motorräder sind entweder zu gut, um sie mal hinzuschmeißen, oder die haben Stollenbereifung. Und man darf leider nur mit Straßenbereifung fahren. Also wurde es die Honda. Ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe die Spiegel abgeschraubt, die brauche ich nicht beim Rennen. Wenn ich letzter bin, ist eh keiner hinter mir. Als nächstes kommt jetzt die Bremse. Die muss natürlich abmontiert werden. Es soll auch die Scheibe abmontiert werden, laut Reglement. Und der Kennzeichenhalter muss natürlich noch weg. Und der Killswitch, den hatte ich noch schnell bestellt. Und der ist auch noch rechtzeitig angekommen. Den muss ich jetzt noch irgendwie in den Kabelbaum reinfriemeln. Ja, nachdem der Bremssattel unten ab war, habe ich hier noch den Kontakt für die Bremslichter abgeschraubt. Und das war oben an der Lampe alles so ein bisschen eng und knuddelig. Da habe ich mir dann überlegt, komm, ich schraube mal schnell die Gabel raus. Ist ja mit 2 Schrauben nur an der Gabelbrücke fest. Da habe ich da ein bisschen mehr Freiheiten, um das gemütlich auszubauen. Oben einfach schnell die Schraube gelöst an der Bremsleitung. Dann kann ich die schön nach unten rausziehen. Bremshebel wird dann auch noch abgeschraubt. Es war dann ein bisschen seltsam, das Motorrad immer rumzuschieben ohne Bremse. Schnell wieder beide Gabelholme reingesteckt und noch kurz gemessen, dass die auch auf der gleichen Höhe sind. Und das Ganze festgeschraubt. Und jetzt kommt noch die Bremsscheibe, die muss ja natürlich auch ab. Haben wir auch ein bisschen leichteres Motorrad. Vielleicht bin ich da wieder ein bisschen schneller. Die Tachowelle hätte ich auch abmachen können, aber ich will sehen, wie schnell ich auf der Rennstrecke bin. Hier habe ich den Scheinwerfer noch abgeklebt. Das ist aber unnötig, weil es kommt noch eine Startnummer davor. Das habe ich dann erst vor Ort leider gemerkt. Kennzeichenhalter kommt noch ab, das geht ganz einfach. War ja nur hinten am Federbein festgeschraubt. Gerade noch das Massekabel gepetzt. Da hatte ich leider keinen Stecker dran, aber zukünftig habe ich dann natürlich einen dran. Das Motorrad werde ich ja wieder auf der Straße fahren, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Und hier seht ihr den Killswitch. Einfach, wenn man hinfällt, zieht das Ding da raus und dann soll das Motorrad ausgehen. Problem ist, was ich hier habe, das Teil ist ein Schließer. Also wenn das Teil rausgezogen wird, wird der Kontakt geschlossen. Ich dachte, es wäre ein Öffner, habe ich anscheinend zu schnell oder irgendwie falsch bestellt. Da muss ich mir noch was überlegen, wie das funktioniert, wie ich das einbinden kann, den Kabelbaum. Weil eigentlich wollte ich einfach die Zündung unterbrechen, aber das geht mit dem Schließer nicht. Ja, da wird mir noch was einfallen. Jetzt gehe ich erstmal hin und gucke mal, was die M-Unit so kann. Das Motorrad habe ich ja damals zum Glück umgebaut. Bei der M-Unit gibt es nämlich noch hier einen Eingang, der heißt Config. Wenn der betätigt wird, kann man die M-Unit einstellen, dass die Zündung ausgehen soll. Also mit einem Schließer macht man dann die Zündung aus. Das ist für mich perfekt. Das baue ich jetzt nämlich schnell ein und dann habe ich nämlich auch den Killswitch realisiert und darf auch auf die Rennstrecke.
Ja, soweit ist die Honda jetzt vorbereitet. Ich stecke hier alles noch schnell zusammen, Tank drauf, Benzinschläuche wieder an den Benzinhahn dran, alle Schrauben nochmal festziehen. Hier hinten habe ich mir gedacht, komm, Blinker brauche ich eh nicht, mache ich noch schnell ab. Falls ich hinfalle, brechen die auch nicht ab. Und den Halter für den Killswitch, den mache ich jetzt nicht mehr, weil ihr seht, es war dann doch 2 Uhr nachts und ich habe keine Lust mehr gehabt. So, nächster Morgen habe ich noch schnell dieses Blech hier gebohrt, den Killswitch montiert und damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ich schmeiße die Kiste jetzt in den Anhänger rein, muss noch das ganze Material packen, ein bisschen Werkzeug und jetzt ist nämlich um 13 Uhr direkt schon das Rennen, da muss ich mich ein bisschen beeilen. Und falls ihr sehen wollt, wie ich mich in meinem ersten Flatrack-Rennen so mache, klickt einfach auf den zweiten Teil.